Ja, jetzt ist es Winter geworden und meine nächsten Berichte wird sich ein bisschen dem Thema Winterfahren auch widmen. Ich denke mal, dass wir beim Thema Spritverbrauch und auch was die Nutzung des Stroms angeht, einige interessante Erfahrungen machen werden. Beim Thema Apple CarPlay muss ich mich gegenüber meinem vorherigen Beitrag etwas revidieren. Es ist doch besser als zunächst vermutet. Voraussetzung ist natürlich immer vorn angeschlossen das Handy, sonst funktioniert Apple CarPlay leider nicht drahtlos. Jetzt sehen wir noch einmal sehr schön die Anzeige. Das Handy ist angeschlossen über den vorderen Port. Dann erscheint die Anzeige Apple CarPlay. Kleines interessantes Detail. Sie sehen jetzt gerade die Anzeige AV aus. Man kann bei diesem Radio sehr schön durch einen kurzen Druck auf die Taste die Musik ein- und ausschalten. Und so sieht dann das Ganze in der Navigation aus mit Maps und Steuerung durch Siri. Meine Tests haben gezeigt, die Steuerung funktioniert sehr gut. Ich sage also zum Beispiel Siri, navigiere mich zu Adresse XYZ und sofern es die gibt, zumindest bei mir, hat es immer geklappt. Die Darstellung ist auch sehr schön. Was mir besonders gut gefällt, sind die Ansagen. Sie kommen rechtzeitig, sind präzise, inhaltlich auch zweifelsfrei. Hallo und guten Morgen. Eigentlich war mein Plan heute, eine 200 Kilometer Strecke, 95% Autobahn, mit 130 zu fahren, dabei den Sportmodus einzusetzen und zu beobachten, wie weit sich das dann auf Spritverbrauch und Akkuladung auswirkt. Ich glaube, daraus wird nichts. Es schneit und unnötige Risiken wollte ich eigentlich nicht eingehen. Sollte es so sein, dass es klappt, dann freue ich mich natürlich. Kann ja sein, dass der Schneefall auch wieder aufhört in 2-3 Kilometern. Thema Sportmodus. Wofür ist er gut? Wofür ist er nicht so geeignet? Zunächst einmal, auf der Testfahrt habe ich etwas gemacht, was keinen Sinn normalerweise ergibt. Ich bin im Sportmodus durchgehend gefahren und, soweit möglich, mit Tempomat. Dieser Fahrstil macht aus zwei Gründen so keinen Sinn, weil zum ersten, sobald der Tempomat eingeschaltet ist, wird der Motor nicht mehr deaktiviert. Auch nicht bei einer Gefällestrecke. Der Motor wird nur noch deaktiviert, wenn ich direkt vom Gas gehe und wenn ich bremse und es ist eine Gefällestrecke. Das führt zu einem Mehrverbrauch gegenüber dem Standardmodus von mindestens 25%. Wo liegt dann der Vorteil? Der Sportmodus, der macht schon Spaß. Ich rede jetzt hier nicht von echten Sportwagen, ich rede jetzt von ganz normalen PKWs mit den üblichen gängigen Motorisierungen. Beim Sportmodus ist es so, Situation beispielsweise, ich fahre hinter einem LKW her, dahinter fährt einer, der nicht überholen will. Kennen wir alle die Situation. Mache ich den Sportmodus rein, läuft der Motor nebenbei schon mit und ich brauche einfach nur aufs Gas treten und er beschleunigt sofort mit der Kraft der 2 Herzen, ohne die geringste Verzögerung. Dann ist er wirklich spitze. Also was die Beschleunigung angeht, fühlt sich das wesentlich stärker auch an als bei einem normalen PKW, der jetzt meinetwegen 140 oder 170 PS hat. Allerdings nur bei der Beschleunigung, nicht bei der Endgeschwindigkeit. Wo ich losgefahren bin, hatte ich zunächst erstmal 105 km/h eingestellt. Da wird übrigens dann auch die Drehzahl des Motors auf der Anzeige gebracht. Kann ich also direkt sehen. Und nach wenigen 100 Metern, wenn dann die Anzeige vom Verbrauch kommt,
habe ich dann erstmal so bei 9,5 Litern gelegen. Das kennt aber jeder, der einen Benziner hat. Selbst mit dem Diesel ist es noch drin. Ein weiteres Merkmal vom Sportmodus ist auch noch, das Auto hat Schaltpedals und die wollen im Sportmodus benutzt werden. Wer also noch keine Übung hat, der sollte sich da erstmal herantasten, weil sonst schaltet das Auto nur, wenn es muss, sprich die Drehzahl zu hoch oder zu niedrig wird. Da ist nichts mit automatischer Schaltung. Das macht er nur im normalen Drive-Modus, egal ob jetzt Hybrid oder nicht. Ein nächster Aspekt beim Sportmodus ist natürlich, er lädt ununterbrochen den Akku auf. Das heißt, ich kann den Akku durch eine längere Tour durchaus aufladen. Ich sollte dann nur beachten, bei einer Gefällestrecke beispielsweise unbedingt den Tempomaten auszuschalten, weil dann kann es passieren, ich habe es getestet direkt, ganz bewusst, dann kann es also passieren, dass das, was er dann in den Akku lädt, weniger ist, als wenn ich ihn normal hätte rollen lassen. Deshalb mein Tipp also, Tempomat und Sportmodus gehören nicht zusammen. Will ich überholen und es könnte eng werden, Schalthebel nach links und los geht's mit Sportmodus, ist die Situation vorbei, wieder im normaler Drive-Modus. Dann habe ich das Problem mit dem hohen Mehrverbrauch nicht. Was habe ich am Ende bei der Strecke gebraucht? Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Also ich bin knapp 200 Kilometer gefahren, hatte bei 190 Kilometer ungefähr dann 5,6 Liter Durchschnittsverbrauch, Außentemperatur 0 Grad. Normales Fahren, also nicht betont sportlich. Ich bin dann den Rest noch elektrisch, also praktisch habe den Akku verbraucht, den Rest noch elektrisch gefahren. Und so bin ich dann bei etwas über 200 Kilometern auf einen Durchschnittsverbrauch von 5 Liter gekommen. Das ist natürlich gegenüber dem Normalbetrieb schon ein erheblicher Mehrverbrauch. Wenn ich jetzt tatsächlich noch wirklich sportlich fahre, kann man sicherlich noch einige Prozente an Mehrverbrauch oben drauflegen. Eine Sache habe ich beim Sportmodus noch zu sagen. Das Fahrzeug besitzt ja einen sehr niedrigen Schwerpunkt. Man kann übrigens sehr schön im Kurven fahren. Ich hatte es schon mal in einem vorigen Beitrag mit angedeutet. Was aber auch ist, wenn ich in den Sportmodus schalte, dann wird die Lenkunterstützung etwas schwächer eingestellt. Das heißt, das Lenkrad ist härter. Und ich spüre sozusagen auch den Widerstand von der Straße, wenn ich lenke, stärker als im normalen Modus. Das macht aber dann auch mehr Fun, weil ich will ja dann im Sportmodus spüren, was passiert. Ich habe von einem Zuschauer einen Hinweis bekommen wegen der Regelung der Geschwindigkeitsanlage, speziell also der SCC-Regelung, die den Abstand regelt und wann sich der Tempomat ein- oder auch ausschaltet. Es gibt in der Bedienungsanleitung dazu einige Aussagen. Das heißt, dass ich den Tempomat nur einschalten kann, wenn ich mindestens 10 km/h bei vorausfahrendem Fahrzeug oder 30 km/h bei nicht vorausfahrendem Fahrzeug habe. Weiterhin ist es so, wenn das Fahrzeug abbremst, dann schaltet sich der Tempomat unter 10 km/h ab mit einer entsprechenden Ausgabe. Ich kann aber, und insofern hat sowohl der Anfragende als auch ich recht, ich kann aber dann, indem ich Resume drücke, also das Hebelchen kurz nach oben, dann die Fahrt wieder aufnehmen, wenn es dann gleich weitergeht. Ich verstehe hier den Hersteller jetzt nicht so ganz, warum er das so gemacht hat, weil es führt letzten Endes schon ein bisschen dazu, dass ich relativ viel, gerade wenn der Verkehr sehr zäh ist, dass ich dann ständig das Ding wieder einschalten muss, damit es dann weitergeht und ich nicht manuell fahren muss. Ich habe die Hoffnung, dass der Hersteller in dieser Hinsicht noch etwas nachbessert. Ob das rein softwaremäßig zu regulieren ist, weiß ich nicht, aber ob das in der nächsten Generation dann bringt. Es gibt auch noch so ein paar andere Sachen, an denen man merkt, es ist doch ein relativ neu entwickeltes Auto. Einige Tastenbelegungen
scheinen mir auch nicht so 100% überlegt zu sein. Das eine ist zum Beispiel der Fahrspurassistent. Die Taste ist für mich zumindest so angeordnet, dass ich sie nicht sehen kann, wenn ich fahre. Das heißt also, ich muss mich blind an die Taste herantasten. Die ist vorne unten links. Man hätte diese Taste etwas weiter links legen können, dann versperrt das Lenkrad nicht die Sicht. Dafür kann man ja dann eine andere Taste nach rechts schieben, die man nicht so oft braucht. Weiterhin ist die Taste Umschalten, Hybrid und Elektrovehikel aus meiner Sicht eigentlich eine ziemlich sinnlose Taste. Das heißt, im Endeffekt benutzt man sie nicht. Und es wäre nicht verkehrt, wenn man dann dafür die Taste, die vorderen Parksensoren aktiviert, also manuelle Aktivierung, wenn man die nach links legt. Oder man kann sie auch ganz weglassen. Ich hatte schon angedeutet, ich hatte vorher einen Mercedes gefahren, einen 200er. Und bei dem war es so, wenn ich unter, schlag mich jetzt nicht tot, 7 km/h gekommen bin, dann haben sich diese vorderen Sensoren automatisch aktiviert. Das ist natürlich die allerbeste Lösung. Dann kann ich es nämlich überhaupt nicht vergessen. Jetzt könnte natürlich der eine oder andere sagen, weil er es auch erlebt hat, ja, aber wenn ich am Fußgängerüberweg stehe und davor laufen die Leute, dann fängt das Ding an zu piepen. Ja, mein Gott, wie oft kommt das vor? Mercedes hatte da eine Deaktivierungstaste. Ich glaube, ich habe sie in 3 Jahren 2-mal benutzt. Ja, das soll es dann für heute wieder gewesen sein. Ich werde mit Sicherheit einen neuen Beitrag machen. Es kann jetzt ein bisschen länger dauern, vielleicht 4 oder auch 6 Wochen. Ich werde mal dann auf das Thema Winterbetrieb ein bisschen mehr eingehen. Der fängt ja jetzt erstmal richtig an. Die Erfahrungswerte, wie gut man auf Glätte mit diesem Fahrzeug fahren kann, habe ich noch nicht gesammelt. Ich bin aus dem Gebirge, ich bin sehr viel im Schnee schon gefahren. Ich denke, dass ich, wenn ich die Gelegenheit habe, dann ganz gut einschätzen kann, ob sich das Auto dort beherrschbar, also vorhersehbar benimmt oder unkalkulierbar. Das werde ich rausbekommen und dann euch auch darüber berichten. Abschließend noch dazu sagen, ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem Auto. Es ist ein Top-Modell, was Hyundai da gemacht hat. Und ich freue mich über eure Meinungen, eure Fragen, auch eure Kritiken. Hoffe ich, dass ihr mir ein Like gebt, wie sich das bei YouTube gehört. Und bis zum nächsten Mal. Euer Fred.